So, Friends, wir sind in Goa und ratet mal, wer auch schon da ist. Aber ich glaube, die sind gar nicht im Van. Dieser Strand ist jetzt auf jeden Fall das genaue Gegenteil zu dem einsamen Strand, an dem wir vorhin noch waren. Aber wir wollten uns schon Goa und das Treiben hier mal anschauen und mal erleben. Und da ist hier Agonda, das ist so ein Ort ein bisschen im Süden von Goa. Da ist jetzt nicht die krasse Partyszene, aber es gibt schon halt viele Hotels, Restaurants und so weiter. Und das können wir ja so ein bisschen uns angucken und auch vielleicht mal, weiß ich nicht, eine Pizza essen gehen oder so. Und sonst können wir aber hier halt Vanlife machen. Das ist ganz cool. Da hinten sieht man noch so die ganzen Restaurants und Leute, wie sie da am Strand chillen. Aber hier sind wir, glaube ich, echt so am letzten Eck. Und hier sind dann halt die ganzen Fischerboote. Also hier kommen schon einige Leute hin, aber es ist wahrscheinlich so mit der entspannteste Ort. Guten Morgen aus Goa mit diesem wunderschönen Licht. Allerdings ist irgendwie alles beschlagen, weil die Luftfeuchtigkeit so richtig krass hoch ist. Shannon und Markus kamen dann gestern noch vom Abendessen zurück. Die waren hier irgendwo in so einem italienischen Restaurant richtig gute Pizza essen. Da wollen wir auch noch mal hin. Wir haben uns noch mit denen ein bisschen unterhalten, aber es war schon dunkel. Jetzt haben wir nicht mehr so viel gefilmt. Aber mal sehen, wir werden jetzt heute hier mal diesen Ort entdecken. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt hier gleich so eine Horde weißer Touris Yoga am Strand macht. Mal sehen. Ah, hier sind die Fischerboote unterwegs. Aber anscheinend nicht zum Fischen, sondern als Touri-Tour, Ausflugsdampfer. Wir hatten schon Angst, dass am Morgen dann ganz viele Fischer alle mit ihren Mopeds hier ankommen und dann hier mit diesen ganzen Fischerbooten zum Angeln rausfahren. Aber nee, es scheint so, als wären das alles einfach nur so touristische Boote für einen Boat-Trip. Also ja, wir haben ganz gut geschlafen. Eigentlich nachts ist es hier ziemlich ruhig am Ende von diesem Strand. Das ist echt lustig, weil wir sind jetzt ja seit langer Zeit in Ländern unterwegs, wo wir einfach als westliche Touris fast alleine unterwegs sind. Aber hier ist einfach alles voll. Das ist schon echt mal wieder krass irgendwie. Guten Morgen aus Goa. Ist ruhiger als gedacht hier. Als wir angekommen sind, dachten wir so, oje, oje. Aber wir hatten eine gute, entspannte Nacht. Ist lustig jetzt so westliche Touris in Badesachen hier rumlaufen zu sehen und so, weil sowas haben wir ja noch gar nicht gesehen in Indien und es ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Indien als der Rest, den wir bis jetzt gesehen haben. Sehr touristisch. Toll, wir stehen unter Kokospalmen, das ist schon ganz schön abgefahren. Das gibt es in Europa nicht. Wir müssen allerdings aufpassen, dass uns keine Kokosnuss auf den Kopf fällt. Das kann nämlich ganz schön gefährlich sein. Oder auf dem Van. Dann haben wir so eine Delle im Dach. Ah, da sind nämlich auch noch ganz schön viele da oben. Laura ist im Sommerurlaub angekommen. Hä, naja, das mache ich jeden Morgen. Kaffee trinken draußen. Ich habe auch gefragt, ob ich helfen kann, aber die meinten, nee. Markus sammelt Müll. Mhm. Weil wir sind ja immerhin in Indien. Das heißt, es gibt einfach wieder überall Müll. Ja, und wenn man es schön haben will, dann muss man halt hier selber ein bisschen aufräumen. Okay, unser Campingplatz ist hier jetzt richtig eingerichtet. Wir haben jetzt auch hier unsere Markise aufgebaut als Sonnenschutz und Kokosnussschutz. Und die anderen sind hier auch schon gut dabei. Wir haben auch hier so eine tolle Mauer, damit hier niemand durchläuft. Und die haben ja auch schon so ihre Markise und Teppich und Stühle. Sommerurlaub in Goa! Yay. Ja, mal sehen, wie der Tag wird, weil es wird auf jeden Fall heiß. Um die 35 Grad heute. Puh, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Jetzt geht so langsam die Sonne unter und nach Goa fahren übrigens wirklich alle Camper, die nach Indien kommen. Also sehr viele, ja. Mit wenigen Ausnahmen. Ich habe schon damals, vor vielen Jahren, Synco Travels, falls jemand kennt, die waren auch hier. Ja, und generell ist Goa eins der Enden vom sogenannten Hippie Trail, also seit den 50ern bis so 70er sind Leute halt, damals war es alles noch einfacher, weil die politischen Situationen halt besser waren. Also man ist auch teilweise durch Afghanistan und so gereist, aber eben auch die gleiche Route, die wir gemacht haben teilweise.
Und da war Goa auch auf jeden Fall eins der Enden. Und wir haben schon von vielen, das ist voll cool hier, hier sind sehr viele ältere Leute in Agonda. Und die waren schon vor 40 Jahren hier und erzählen dann immer, wie hier damals auf diesem Platz alles voll war. Ja. Und es ist irgendwie spannend zu hören, wie sich die Geschichte so entwickelt hat und wie es jetzt heutzutage hier ist. Auch ein bisschen traurig, weil es halt viel voller, viel dreckiger und so weiter ist. Aber auch irgendwie cool, hier so eine Art Legende, Legacy fortzuführen und dass wir jetzt hier auch sind und sich vorzustellen, dass vor ein paar Jahrzehnten hier noch ganz viele Hippies waren. Ja, und viele fahren halt hier nach Goa, weil hier kann man halt am Meer stehen und man wird halt in Ruhe gelassen, im Gegensatz zum Rest von Indien, weil hier sind halt richtig viele Touris und das ist halt völlig normal. Deswegen, ja, kommen alle hier hin, können hier entspannt am Strand stehen. Und weil hier so viele Touris herkommen, gibt es natürlich auch die ganze Touri-Infrastruktur, das heißt ganz viele Restaurants. Und heute gönnen wir uns mal Pizza essen. Es ist natürlich auch so ein bisschen blöd, dass man jetzt in Indien ist und Bock hat, irgendwo hinzufahren, wo mehr westliche Touris sind und es auch westliches Essen und so gibt. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt einfach so geschafft von Indien, dass wir einfach diese Pause brauchen und da jetzt einfach mal ehrlich Lust drauf haben. Es ist natürlich vielleicht nicht das wahre Indien, da ist natürlich auch die Frage, gibt es das überhaupt noch und so weiter und wo findet man das? Und deswegen machen wir das jetzt einfach ein paar Tage oder vielleicht eine Woche. Du hast auch ganz schön Farbe bekommen. Ja, ich habe einen Sonnenbrand. Ja. Hier ist auch richtig heiß. Ja, die arbeiten hier auch alle. Wie ein Dschungel. Ja, auch schön. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass wir in so einem fancy Restaurant waren, aber man muss sich auch mal was gönnen. Richtig schön. Ah, Laura, du musst ein bisschen darüber. Ja, sorry. Oh. Mann, ist YouTube kompliziert. Ja, echt, ey. Prost! Sehr lecker die Pizza. Wirklich richtig gute italienische Pizza. Und hier sieht das ganze Essen sehr gut aus. Ja, wir kommen nochmal wieder. Ja, das war ja lecker. Es hat sich gelohnt. Wir sind ganz schön voll jetzt. Ja. Uiuiui. An diesem schönen Morgen, oder jetzt ist schon Mittag, sind Shannon und ich jetzt nochmal unterwegs, bevor es zu heiß wird und suchen gerade eine nepalesische Bäckerei, wo es auch voll viel geile Brote und so geben soll. Und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und natürlich wird man trotzdem angehupt. Ja, entspann dich mal! Gott, ey! Also ich bin schon auf jeden Fall sehr fasziniert davon, dass wir jetzt zwischen so Kokosnüssen sind, dass wir hier sind. Das ist schon irgendwie Wahnsinn, dass wir den ganzen Weg mit unserem Van hier hingefahren sind. Und es ist trotzdem cool, das alles mal mitzubekommen, wie Touris halt hier in Goa so Urlaub machen oder reisen, ohne dass man halt super viel Geld dafür ausgeben muss, weil inzwischen kosten die ganzen Bungalows und so weiter hier, also oder am Strand vor allem, kostet das schon 80 € die Nacht. Hier zu übernachten und wir können das halt machen mit unserem eigenen Zuhause, ohne das ganze Geld auszugeben und können trotzdem mal eintauchen in diese Welt, also auch mal abends essen gehen oder so und hier trotzdem durch diese coolen Kokosnusswälder laufen, die bunten Häuser sehen, die ganzen Shops und so und ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir diesen Einblick mal haben. Oh, Happy Birthday! Dankeschön! 28 schon, oh mein Gott. Ja, alles Liebe. Musst dir was wünschen? Oh je, muss ich die dann so auspusten? Ja. Das schaffe ich bestimmt nicht. Oh. Yeah. Ah, in Indien. Nur ganz viel Wachs daneben gespritzt. Scheiße, eure Decke ab. Ja, jetzt ist egal. Ja, toll. Vielen Dank. Gerne. Das fand mich richtig toll. Wirklich, danke schön. Oh, Kennst du das? geil. Ja. Hast du das schon gelesen? Oh nein! Ja, Fail. aber, Oh, was für ein Fail. aber hey, es ist voll das geile Buch. Und ich habe es nur als E-Book und es ist schon immer geil, das dann auch echt zu haben. Und ich habe auch Bock, es nochmal zu lesen. Also vielen Dank. Mann, das war voll so in der Buchabteilung so alle der neuen. Gefällt ja bestimmt auf jeden Fall. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich war's, weil ich kletter jetzt an diesen Baum hoch und klaue uns mal ein paar Kokosnüsse. Wobei, nee, diese Bäume gehören, glaube ich, niemandem. Aber heute wollen wir ein paar Kokosnüsse trinken.
Das Wichtigste natürlich der Helm, weil es ja voll gefährlich, wenn die einem auf den Kopf fallen. Also die Locals klettern wahrscheinlich einfach so auf den Baum. Aber wir machen das hier mal ein bisschen sicherer, nicht dass ich hier runterfalle. Wenn sich jetzt manche fragen, was zur Hölle macht der da? Dies ist eine sehr simple, aber sichere Art, Bäume oder alles, was rund ist, hochzuklettern. Man selbst ist an 2 Schlingen gesichert, in die man sich abwechselnd mit dem ganzen Gewicht reinstellt. Die jeweils unbelastete Schlinge, die grüne hier im Bild, schiebt man dann hoch, verlagert das Gewicht da drauf und kann dann die andere nach oben schieben. Wie eine Raupe kommt man dann so Stück für Stück die Palme hoch. Vor dieser Reise haben wir beide viel Klimaaktivismus gemacht. Ich war hier bei einer Aktion in Helsinki und mit derselben Technik sind wir so an den Säulen des finnischen Parlaments hochgeklettert, um für eine klimafreundlichere Politik zu produzieren. Ich bin der Zweite von links. Es war minus 12 Grad, aber mir war unglaublich warm, weil die Technik körperlich sehr anstrengend ist und wir sehr dick angezogen waren, um dann dort länger zu hängen. Aber jetzt wieder zurück nach Argonda. Nach einiger Zeit war ich ziemlich weit oben, aber ganz hoch habe ich es dann leider doch nicht geschafft. Also ganz oben hatte ich echt langsam ein bisschen Angst, dass die Palme ein bisschen dünn ist, weil die ist echt nicht mehr so dick da oben und ist ja auch so ein bisschen schräg. Und die anderen Palmen sind leider alle noch höher und noch schräger. Die wird wahrscheinlich halten, aber wir müssen es ja jetzt nicht für eine 20 Cent Kokosnuss riskieren. So, ich habe jetzt doch noch Kokosnüsse. Da ist sogar Wasser drin. Ich war eben noch mit dem Jungen von der Familie, die jetzt hier auch parkt, hier in so einem Dschungel unterwegs und man muss gar nicht auf die Bäume klettern. Man kann einfach da rumlaufen und dann liegen die auf dem Boden. Und das sind solche, es gibt ja welche, die sehen so ähnlich aus, die sind nur zum Trinken. Und die sind aber solche, also das ist da drinne. Und dann kann man das pellen und dann ist da ein bisschen Flüssigkeit drin und dann kommt das bei raus. Und wir haben jetzt hier welche zum Trinken und zum Essen. Und ich mache die gerade noch klein, weil ich habe den Tipp bekommen, dann kann man nämlich so noch Wasser reinmachen und dann wird das so Kokosmilch. Also haben wir doch hier noch ein paar bekommen. Toll. Und das sieht ja hier aus wie in Armenien, als ich so krank war. Haben mich schon zweimal übergeben. Ich glaube, es hat Indien es geschafft. Also wir haben ja schon damit gerechnet, dass einer von uns irgendwann mit dem Magen hat. Ich glaube, jetzt ist es bei mir soweit. Oh oh. Ja, nicht so geil. Ja, Kozeritis ist natürlich nicht so gut, besonders am Geburtstag. Aber uns haben uns jetzt schon mehrere Leute gesagt, man soll dann Kokoswasser trinken, wegen den natürlichen Elektrolyten. Passt sich also sehr gut, dass wir hier jetzt welche haben. Muss ich die nur wieder erstmal aufbekommen. So, gegen Kozeritis. Ich hoffe, ich bald das drin. Danke. Guten Morgen aus unserem kleinen Camp hier. Wir können immer nicht so richtig lange schlafen, weil hier sind ja so ganz viele Boote, wo es dann morgens immer so Sonnenaufgangs-Bootstouren gibt. Das heißt, so ab 6:30 Uhr, 7 Uhr werden immer die Motoren getestet und halt die ganzen Leute, die hier arbeiten, kommen alle mit ihren Mopeds an und so. Ja, aber naja. Leben am Strand bedeutet ganz viel Sand im Bett, da muss man das mal irgendwann ausschütteln. Oder überall Sand, nicht nur im Bett.
Die anderen schlafen noch, ich bin aber jetzt schon hungrig. Und wir waren gestern Abend wieder Pizza essen. Und ich habe mich diesmal nicht überfressen, sondern habe mir extra was mitgenommen. Deswegen kann ich jetzt hier Pizza zum Frühstück essen. Wie geil ist das denn? Außer, dass die so ein bisschen komisch zusammen verpackt haben. Naja, geil. Was gibt's Besseres? Hammer. Wir wollten jetzt eigentlich mal, bei uns daneben ist ja so ein kleiner Hügel, was so ein bisschen dschungelmäßig aussieht und man hört auch die ganze Zeit so Affengeräusche von dort. Und wir dachten, wir laufen da jetzt mal hin, aber wir haben noch nicht so den richtigen Weg gefunden. Wir sind jetzt einfach nur so zu einer nächsten Bucht gelaufen. Tja. Puh, also wenn wir irgendwie im Himalaya nochmal demnächst irgendwelche Trekking-Tour machen wollen, dann müssen wir noch ein bisschen trainieren. Wir sind jetzt eine halbe Stunde gelaufen und schon ein bisschen kaputt, aber heute ist auch wieder voll heiß und schwül. Eigentlich gehen die Temperaturen hier so, also es ist schon so 32 Grad, aber es ist halt immer voll der gute frische Wind. Deswegen kann man es eigentlich ganz gut aushalten, aber heute irgendwie nicht so. Wir sind jetzt hier auf diesem Aussichtsplateau. Eine Aussichtsplattform, wovon schon einige uns erzählt haben. Hier kommen, glaube ich, richtig viele zum Sonnenuntergang hin. Machen wir vielleicht heute auch nochmal. Ich habe ja die Hoffnung, dass es im Himalaya nicht so schlimm wird, wenn es nicht so heiß wird. Aber ich meine, Kondition habe ich trotzdem nicht. Also ich verstehe ja nicht, wie man jetzt trainieren soll, weil es ist immer so warm. Da kann man ja auch nicht Sport machen, weil man schwitzt ja eh schon. Deswegen ja, ist alles nicht so einfach. Nee, ne? Wir haben es schwer, ganz schwer. Wir glauben, dass der Stellplatz, wo wir stehen und die ganzen Boote, die da sind und die jetzt heute für so Touri-Touren genutzt werden, früher noch alles Schifferboote waren, weil wir auch ein paar Leute nachgeguckt haben, die hier vor einigen Jahren mal waren. Und so wie es jetzt aussieht, sind die ganzen Fischerboote jetzt so eine Bucht weiter gebracht worden und sind jetzt hier so und nicht mehr da, wo wir stehen, weil da halt jetzt der Tourismus boomt. Also so verändert sich dieser Ort hier voll krass. Wir haben jetzt auch immer wieder Senioren getroffen, die hier seit den 70ern herkommen, damals noch so als junge Hippies auch über den Landweg, und jetzt kommen die halt immer noch alle paar Jahre wieder hier mit dem Flugzeug her und machen hier Urlaub, und die meinten halt auch, dass es sich schon sehr stark verändert hat und jetzt hier Argonda ist noch so, wo es noch nicht so ganz krass ist, aber ja, es hat sich schon sehr verändert, auch der Verkehr wohl. Früher in den 70ern gab es wohl noch so gut wie keine Autos, keine Motorräder und halt auch sehr viel weniger Menschen, also ja, damals war Indien wahrscheinlich noch um einiges besser zu bereisen als jetzt. Okay. Machen wir auch eine Bootstour. Okay. Ja, das war jetzt das beste Beispiel für einen der älteren Hippies, der Mariano jetzt gefragt hat, sein Schlauchboot ins Wasser zu bringen, aber der sah so aus, als würde er hier schon länger herkommen und sich hier gut auskennen und ja, wohnt hier. Ja, oder das. Aha, da ist da irgendwas vom Baum. Jetzt haben wir doch noch zufällig einen Affen gesehen hier unten. Ich versuche mal ein bisschen näher zu gehen. Der pflückt da irgendwie ein paar Sachen vom Baum und isst das. Voll am Schwitzen hier. Na gut, dann lasse ich den Affen jetzt mal da in Ruhe futtern. Bei uns gibt es jetzt nämlich auch was zu futtern. So, wir haben leider immer noch unsere nicht so leckere Marmelade. Sehr künstlich. Aber die anderen haben sogar Nutella. Echte Nutella. Ja. Nicht wie im Iran, wo Ramella oder wie hieß es da?
Erdnussbutter, super. Wir lassen es uns erstmal schmecken. Im zweiten Teil unseres Urlaubs in Goa geht es aber spannend weiter. Nee, das sind Delfine. Guck mal, wie viele. Es gibt noch viel zu entdecken und erleben am Arganda Beach. Danke fürs Zuschauen erstmal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis nächste Woche.